So, in diesem Video kümmern wir uns darum, wie wir den Google-Kalender mit unserem eTermin-Kalender verbinden. Dazu gehen wir erstmal in den Google-Kalender hinein. Ihr benötigt dazu einen Account. Wenn ihr noch keinen habt, dann klickt ihr natürlich auf Anmelden und macht euch einen Google-Account. Ich verwende jetzt meinen schon bestehenden Automatisierungs-Account. Und hier seht ihr, habe ich gar keinen Termin drin. Das heißt, zum Testen muss ich natürlich mal einen Testtermin erstellen. Den speichere ich dann ab und dann kann ich gleich schauen, ob die Verbindung zu eTermin passt. Dazu begeben wir jetzt zu eTermin und melden uns in unserem Account an. Und da sehen wir schon, wir haben keine Termine synchronisiert, es ist noch nichts drin und ich möchte jetzt meinen Google-Kalender mit eTermin verbinden. Dann gehe ich hier links auf Unternehmen und danach auf Synchronisation. Und hier seht ihr schon eine ganze Auswahl an Kalendern, die wir synchronisieren können. Da klicken wir auf Google-Kalender, Google-Kalender verbinden, dann erscheint ein Pop-up-Fenster. So, da klicken wir auf Verbindung zu Google-Kalender herstellen. Anschließend sehen wir hier die ganzen Google-Accounts, die wir haben. Ich habe mehrere, deshalb werden jetzt hier auch ganz viele angezeigt. Da klicke ich auf den ich vorhin erstellt habe. So, anschließend klicken Sie auf den gewünschten Kalender, um die Verbindung herzustellen und warten wir einfach, bis die Synchronisation fertig ist. Und jetzt steht schon dran, Verbindung erfolgreich hergestellt. In 10 bis 30 Minuten sind alle Termine synchronisiert. Wenn ihr ganz viele Termine in eurem Google-Kalender drin habt, wie zum Beispiel schon vor 3 oder 4 Jahren, weil ihr den schon länger verwendet, dann kann es eine Weile dauern, natürlich, bis eTermin alle Termine importiert hat. Da ich jetzt aber nur einen Termin drin habe, sollte das eigentlich schon fertig sein. Hier kann man dann noch ein paar Einstellungen vornehmen, dass zum Beispiel der Kunde benachrichtigt wird, wenn ein Termin geändert oder gelöscht wird. Das würde ich nicht auf automatisch setzen. Außerdem sind Ganztagstermine, werden als belegt angezeigt, würde ich auch nicht machen. Wenn ihr zum Beispiel einen Geburtstag oder sowas eingetragen habt in Google-Kalender als Ganztagestermin, könnte es sein, dass eTermin den Kalender dann an diesem Tag blockt. So, was ihr aktivieren könnt, wäre zum Beispiel, wenn ihr in Google-Kalender einen Termin als privat markiert, dann werden keine Details übertragen. Das macht eigentlich relativ viel Sinn, wenn ihr Geschäft von Privaten trennen wollt. Da das bei mir nicht nötig ist, aktiviere ich das Ganze auch nicht. Dann gibt es eine Synchronisationslog, das heißt, da wird eigentlich alles angezeigt, was übertragen wurde. Die braucht man eigentlich nicht, außer ihr habt irgendwelche Probleme mit dem Google-Kalender, dann braucht der Support von eTermin diese Log-Datei, die könnt ihr dann kopieren und denen zusenden. Um dem Support Zugriff auf euren Konto zu gewähren, müsst ihr bei Account verwalten auf Datenschutz und anschließend könnt ihr hier den Haken setzen, ich erlaube dem Support Zugriff auf diesen Account. Das ist bei mir aktiviert, bei anderen vielleicht noch nicht, deshalb hier einmal aktivieren. Was zudem noch eine extrem hilfreiche Funktion von eTermin ist, die mit Google kompatibel ist, dass ihr zum Beispiel bei externe Portale anwenden könnt, dass kostenlos bei Google die Kunden einen Termin über Google buchen können. Wenn ihr das aktiviert, dann müsst ihr euer Unternehmensname, Straße, Postleitzahl und Ort eingeben und dann wird das explizit in Google, wenn jemand zum Beispiel nach eurem Unternehmen sucht, auf dem Handy auch eine Terminvereinbarung angezeigt, nämlich die ihr hier auf der Buchungsseite angegeben habt. Um die Termine von Google Kalender und eTermin perfekt zu synchronisieren, müsst ihr die Datenstruktur ändern. Das heißt, ihr geht bei Terminkalender links auf Einstellungen und scrollt dann herunter zu Kalendereinträge Titel und Kalendereinträge Zusammenfassung. Hier seht ihr schon Eintragungen von Prozentzeichen und komischen Texten. Ich erkläre euch ganz kurz, was damit gemeint ist. Alle Titel, wenn ihr zum Beispiel einen Termin in eTermin eintragt, dann gebt ihr natürliche Daten ein. Zum Beispiel Last Name, das wäre Nachname, First Name, Vorname. Dann habt ihr Additional 1, das ist einfach ein zusätzliches Feld. Das könnt ihr nachher verändern, das zeige ich euch dann auch. Und ihr seht Phone und E-Mail. Um eine perfekte Synchronisierung, wenn ihr zum Beispiel einen Termin in Google Kalender erstellt, mit eTermin herzustellen, müsst ihr die Kalendereinträge im Titel ändern. Das seht ihr, wenn ihr rechts hier auf dieses Fragezeichen geht, dann erscheint hier ein zusätzliches Feld und hier steht es auch schon dran. Wenn Sie eine Synchronisation Google und iCloud aktiviert haben, dann muss der Eintrag zwingend mit den folgenden Feldern starten. Und deshalb würde ich das hier einfach mal rauskopieren. Last Name, First Name, E-Mail und Phone. Als nächstes bei den Zusammenfassungen, da kann man eigentlich drin stehen lassen, was man möchte. Ich nehme hier das BR, ist ein Zeilenumbruch raus. Das Ganze speichern und jetzt klicke ich einfach mal eTermin, mache einen Termin. Das hier, was hier Notizen sind, habt ihr gerade eben gesehen, sind Notes bei den Zusammenfassungen hier unten. Kalendereinträge Zusammenfassung. Das, was da bei Notes eingegeben wird, bei Notizen wird dann nachher hier angezeigt. Also wir erstellen jetzt hier einfach mal Notiz und eine Anrede mit Herr Fabio Celentano. Dann hatten wir Telefon, da nehme ich jetzt irgendeine Nummer und meine E-Mail-Adresse.
Anschließend, ich möchte keine Benachrichtigung an mich senden und auch keine Überschneidung prüfen, nichts, einfach nur den Termin speichern. Und ihr seht hier schon, wie das angezeigt wird. In eTermin, wenn ihr die Termine öffnet, dann werden die Daten, die eingetragen wurden, direkt in die Kundeninformation reingepackt. Das heißt, ihr seht hier Anrede, Vorname, Nachname, Straße und so weiter. Hier stehen alle Sachen perfekt drin. Gehen wir jetzt in den Google-Kalender, synchronisieren wir. Dann sehen wir hier schon den neu eingetragenen Termin, Celentano Fabio, E-Mail-Adresse und dann die Telefonnummer. Und hier unten steht die Notiz. Fertig. Wenn ich jetzt einen neuen Termin eintrage und ich mache jetzt das genau in der gleichen Reihenfolge, nämlich erst Nachname, Test, Nachname, Test, Vorname, dann brauche ich die E-Mail-Adresse, das müsst ihr euch einmal merken, und die Telefonnummer mache ich wieder 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt speichere ich das Ganze ab, dann warte ich kurz, Termin gespeichert, geht zurück zu eTermin, Kalender neu laden. So, und jetzt habe ich hier den Termin drin stehen. Testnachname, Testvorname, Celentano, automatisiertes Unternehmen, und jetzt klicke ich drauf. Dann müssten alle Daten, die ich eingegeben habe, schon sauber eingetragen werden. Nämlich Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Das heißt, dieser Kontakt, der neue, den ich über Google Kalender eingetragen habe, dessen Namen und dessen Daten sind schon richtig einsortiert worden in eTermin. Dies hat zur Folge, dass wir in eTermin auch eine Kontaktenstruktur haben. Wenn wir hier links auf Kontakte gehen, sehen wir hier alle Kontakte, die wir importiert haben. Und wichtig ist, ihr könnt immer nur einen Kalender verbinden, also entweder iCloud, entweder Google Kalender oder Outlook Kalender, und könnt aber weitere Kalender als lesende einbinden. Das heißt, diese Echtsynchronisierung, wenn ihr in dem einen was ändert, dann wird es in den anderen übertragen und umgekehrt. Das funktioniert nur mit einem. Einen anderen könnt ihr aber immer lesend hinzufügen, sodass alles nachher aktiv in eTermin eingefügt wird. Und wenn ihr die Sachen lesend hinzufügt in eTermin, wird es automatisch in den Kalender, den ihr bidirektional eingefügt habt, auch eingefügt.